Boah, ist das zart. Boah, ist das ein zartes Brot. Wahnsinn. Das ist so zart, ich traue mich kaum da drauf zu drücken. Boah, Leute, bitte. Das zerfällt ja fast. Als allererstes löst du 2 Teelöffel Trockenhefe in 420 Milliliter Wasser auf. Ich habe warmes Wasser genommen. Einmal umrühren. Und darauf gebe ich jetzt 20 Gramm Flohsamenschalen. Das stelle ich zur Seite und lasse das quellen. Jetzt mischen wir alle trockenen Zutaten. Hier habe ich einmal 120 Gramm Buchweizenvollkornmehl, 120 Gramm Reisvollkornmehl und 120 Gramm Kartoffelstärke. Darauf gebe ich 1 Teelöffel Salz. Salz gebt ihr einfach so viel drauf, wie ihr mögt. Und das wird jetzt gut vermischt. Bei den Zutaten handelt es sich natürlich nicht um Mehl, sondern das sind gemahlene Buchweizen und gemahlener Reis. Mehl besteht immer aus Getreide. Mein Flohsamenschalengel, das mische ich jetzt noch einmal durch. Und das kommt jetzt auf meine Mehlmischung. Das verknete ich von Hand. So, das ist jetzt gut vermischt. So sieht die Konsistenz jetzt aus. Das ist alles gut miteinander vermischt. Den Teig decke ich jetzt ab und lasse den Teig ungefähr 1 Stunde gehen. Schaut mal, wie schön der Teig aufgegangen ist. Ich streue ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsplatte. Und gebe den Teig darauf. Ich knete den jetzt noch mal ein bisschen durch. Und forme den zu einer Kugel. So ein bisschen reicht schon. Dann nehme ich mein Gärkörbchen und verteile da auch noch mal Mehl. Buchweizenvollkornmehl nehme ich jetzt. Und da setze ich meinen Teig rein. So, das decke ich noch mal ab und lasse das ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde stehen. Mein Brot ist im Körbchen noch mal richtig schön aufgegangen. Wir brauchen jetzt ein mit Backpapier belegtes Backblech und darauf stürze ich jetzt den Teig. Ja, das sieht richtig schön aus. Meinen Ofen habe ich vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot für 60 Minuten. Mein Brot ist komplett ausgekühlt. Leider habe ich den Fehler gemacht und schon wieder Buchweizenvollkornmehl oben auf das Brot gestreut, weil das sieht meiner Meinung nach einfach nicht so schön aus. Ich hätte einfach gar nichts drauf streuen sollen, weil von Natur aus hat es eine viel schönere Farbe. Also wenn ihr nichts drauf streut, sieht so aus. Wenn ihr Buchweizenvollkornmehl drauf streut, dann sieht so aus. Dann habe ich auch noch gedacht, komm, ich versuche mich mal ein bisschen künstlerisch, aber ich lasse das in Zukunft lieber. Deshalb, ich sage auch gar nichts weiter, ich schneide einfach mal an. Boah, ist das zart. Boah, ist das ein zartes Brot. Wahnsinn.
Es ist so zart, ich traue mich kaum da drauf zu drücken. Das zerfällt ja fast. Boah, Leute, bitte. Schaut euch das an. Ich glaube, da muss ich gar nicht wirklich viel mehr zu sagen. Ich habe ja schon einige Brote gebacken, die wirklich aussehen wie richtige Brote aus Getreide. Aber in dem Fall würde ich mal sagen, sieht man wirklich gar keinen Unterschied. Absolut, absolut keinen Unterschied. Das sieht aus wie ein Brot vom Bäcker und das Brot schmeckt auch gut. Ja, ihr Lieben, ich belasse es auch heute dabei. Es sieht von innen toll aus, es schmeckt toll und es ist, oh mein Gott, das ist so zart. Damit beende ich das Video auch für heute. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt doch bitte auf den Button. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut!